Servus Leute, was geht ab? Es ist endlich soweit. Wir kriegen endlich das meistgewollteste Update, was in diesem Spiel gefragt wurde. Und es ist bald soweit. Gleichzeitig bekommen wir natürlich auch zwei neue Elements, die wir ja schon angekündigt bekommen haben durch dieses Wettbewerb. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, haben ja die großen Content Creator im englischen Bereich, Jubei und Jay Giggs, ja so einen Contest gehabt, wo die paar Elements vorgestellt haben und darüber gewotet wurde. Und dieser Dino ist einer davon, der dazu ausgewählt wurde. Und die Fähigkeiten gehen wir jetzt einmal schnell durch. Ist ein Forster. Der erste Angriff ist bei allen gleich. Es ist einfach zweimal angreifen, wieder fällt wieder HP, 40% von dem Schaden, den man austeilt. Beim Wasser ist die zweite Angriff, greift alle Gegner an und macht Dots für 2 Runden. Sogar zweimal 2 Runden. Der dritte Skill entfernt 2 Debuffs von jedem Verbündeten und gewährt eine Runde Immunität. Immunität. Okay, Immunität hält so lange an, wie viele Debuffs entfernt wurden. Das ist ziemlich geil. Und dieser Skill wird automatisch gemacht, wenn man unfähig wird. Also das heißt, wenn er gestunt wird oder sonst was, wird diese Fähigkeit einfach aktiviert. Ziemlich cool. Ich glaube, das wird aber trotzdem von der Cooldown abgezogen. Bedeutet, wenn man die Fähigkeit jetzt nicht einsetzt, er wird gestunt, aktiviert er die Fähigkeit automatisch und die Fähigkeit geht in Cooldown. Und wenn sie im Cooldown ist, wird das wahrscheinlich nicht aktiviert. So, beim Feuer, genau wie gesagt, erster Angriff ist gleich. Zweiter Angriff in dem Fall auch gleich. Dritter Angriff verliert jede Runde 20% seines aktuellen HPs. Und also wenn er in seiner Runde angreift. Und macht zusätzlichen Schaden von 20% von dem, was an HP fehlt. Das heißt, wenn er jetzt 40% fehlt, dann macht er halt 40% von dem als extra Schaden. Und er bekommt halt einen 2 Runden Wiederbeleben Buff, wenn er jemanden killt. Also ziemlich strong für Forsters, muss man fairerweise sagen. Aber ich würde eher sagen, eher Gildenkampf orientiert. Also nicht eher im PvE. Vielleicht Wasser schon. Feuer würde ich aber eher im Gildenkampf PvP sehen. Baum genauso auch erster Angriff gleich. Zweiter Angriff fast gleich. Greift auch alle Gegner an. Entfernt einen Buff von jedem. Und hat eine 30%ige und später 50%ige Chance, einen 2 Runden Unbewusstheits-Debuff zu machen. Mega cool, brauchen wir mehr. Nur schade, dass es wieder der Baum ist, weil wir haben schon den Irrlichtfänger in Baum, der Oblivion kann. Wäre mal cool gewesen, Wasser oder ein Feuer zu bekommen. Macht es einfach ein bisschen, ne, Umfang. Vor allem im Wasser haben wir, glaube ich, gar keinen, wenn ich mich nicht täusche. Feuer haben wir zumindest noch den Psychirurgen. Ich meine, im Wasser haben wir keinen, leider. Und der dritte Skill. Ein Gegner wird angegriffen, 100%ige Chance, später, wenn man es abgeskillt hat, alle Buffs zu entfernen und den ganzen Aktionsleiste zu leeren. Der Schaden erhöht sich mit der Geschwindigkeit und wenn die Geschwindigkeit höher als das gegnerische ist, dann tut diese Fähigkeit garantiert kritisch landen. Auch ziemlich cool. Also ist auf jeden Fall ein Speed-Monster, würde man so sagen. Und da schauen wir mal, wie es wird dann in der Praxis. So, gehen wir weiter. Licht. Auch wieder der gleiche Angriff. Skill 1. Zweiter ist genauso wie Wasser und Feuer. Dritter beschwörte einen Skelett-Mariachi, der für eine Runde bleibt. Er wird sich selber sacrificen, also sich selber opfern, um einen gegnerischen Angriff, Fähigkeit, also Attack-Skill, Angriffsfähigkeit zu neutralisieren. Und während aber dieser Mariachi da ist, erhöht es sogar die verbündeten Angriff um 25%, aber kann kein Counter-Attack machen oder Koop in der Zeit wahrscheinlich. Dann dunkel, wie gesagt, gleicher Skill wie der erste. Zweiter Skill ist genauso wie beim Baum. Das ist super. Noch einer mehr, der unbewusst kann, aber ist halt ein Dark Monster, muss man fairerweise sagen. Der dritte Skill ist ziemlich geil. Greift einen Gegner an, gibt ihm 2 Runden Wiederbelebungsblock. Das heißt, man kann sich nicht wiederbeleben.
Und wenn man es auf einen toten Gegner macht, hindert man ihn davon oder daran, sich nicht wiederbeleben zu lassen. Wahrscheinlich für den nächsten Mal oder so. Ich weiß nicht, wie das dann sein wird, ob das dann die ganze Zeit bleibt. I don't know. Wir werden sehen. So, das waren auf jeden Fall die 4 Stars. Jetzt kommen wir zu den 5 Stars. Das ist jetzt der Viking. Das wird der 5 Star. Sieht cool aus. Bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, der ist von J-Gigs. Ich glaube, Mariachi war von Jubaker, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Wasser-Viking ist auf jeden Fall mit Runen. Also er arbeitet mit Runen. Er bekommt passiv immer eine Rune, wenn er wenn er einen Debuff bekommt oder der Gegner einen Debuff bekommt, den er dann hinzufügt. Kann bis zu 5 haben. Und jeder erhöht seine Genauigkeit um 20%. Der erste Angriff ist einfach, gibt einen Death Down. Und wenn der Gegner eine Immunität oder Schild hat, kriegt er sogar 20% nochmal Aktionsleistung dazu. Schaden basiert auf Verteidigung. Auch geil, endlich mal wieder Verteidigungselements zu bekommen. Zweiter Skill, greift den Gegner zweimal an. Jeder Angriff klaut einen Buff. Wenn der Gegner keinen Buff hat, gibt man einen Dot drauf. Dann dritter Skill, jeder Frostrune gewährt ihm 6% Chance, einen 2 Runden Freeze zu machen, wenn er angreift. Wenn er einen gefrorenen Gegner angreift, ignoriert er 50% der Verteidigung und tut den also den Eiseffekt nicht zerstören. Das heißt, der Gegner wird eingefroren bleiben. Das ist halt super stark. Wahrscheinlich in Kombination mit Manish vielleicht oder mit der Puppet-Künstlerin. Und jede Runde vom Start der Runde von ihm konsumiert er eine Rune, um Debuffs zu entfernen. Vor allem in ungefähr gleich so viel, wie er Buffs hat, Runen hat. Also wenn er 3 Runen hat, kann er bis zu 3 Debuffs entfernen. Auch ziemlich strong. Also wird auf jeden Fall sehr, sehr starker Tank, denke ich mal. So. Feuer, erster Skill genau gleich. Dann zweiter Skill ist, denke ich, auch komplett gleich, ja. Dritter Skill und vierter Skill ist wieder wahrscheinlich auch mit Runen, weil ich glaube, alle funktionieren mit Runen. Feuer, wenn er also mit dem dritten Skill konsumiert er alle seine Runen, seine Blutrunen und entzieht dem Gegner Leben. Jede Rune macht 10% des gegnerischen aktuellen HP als Schaden. Mit 5 Runen ist es ungefähr 50% des gegnerischen Max-HP. Und widerstellt. Ihr wisst, wie ich meine. Erneuert HP von allen Verbündeten basierend auf den Schaden, den er ausgeteilt hat. Also ziemlich cool auf jeden Fall. Und halt als Passive auch kriegt jedes Mal eine Rune, wenn ein Gegner oder er geheilt wird. Bis zu 5 auch. Multiple Healing of the same unit. Achso, genau. Mehrere Heal-Effekte der gleichen Einheit in einer Runde wird nicht getriggert. Also nicht zusätzlich getriggert. Das heißt, jede Runde nur einmal. Und jede Rune erhöht noch seine Max-HP um 3%. Also wir werden definitiv sehen, wie es läuft mit dem. Wird ziemlich cool. Erster Skill bei Baum ist auch wieder gleich. Ändert sich nichts. Zweiter Skill, greift alle Gegner an, 60-80% Chance, einen provozierenden Debuff zu machen, stellt wieder HP wieder dazu, basierend auf den Schaden, den er austeilt. Der Schaden basiert auf die Verteidigung und den Runenanzahl. Wenn 2 oder mehr Gegner, also wenn da mehr als 2 Gegner sind, dann erhöht sich der Schaden, verdoppelt sich der Schaden sogar. Und genau, die Fähigkeit zu benutzen, wird alle Runen verbrauchen. Das auf dem zweiten Skill ist schon hart. Dritter Skill, greift alle Gegner an, entfernt alle Buffs, bekommt einen Death-Up für 2 Runden auf sich und 2 Runden Schild, das ungefähr 100% bis 120% der Verteidigung auf alle Verbündeten. Das heißt, er kriegt Death-Up und die Verbündeten kriegen 120%, also 100, dann später 120% von seiner Verteidigung als Schild. Ziemlich cool. Und als Passive auch wie die anderen generiert immer eine Rune. Wenn Enemy resist a negative effect up to. Okay, wenn ein Gegner oder er selber einen negativen Effekt oder überlebt, quasi, also nicht bekommt. Resisted halt, ne?
Das heißt, es ist ein sehr, sehr guter Counter gegen Söldnermutter, muss man fairerweise sagen, weil die baut man ja so hoch es geht auf Widerstand. Also sehr, sehr guter Counter eigentlich. Also das wird krass. Baum, definitiv. So, dann Licht und Dunkel. Licht und Dunkel haben auch wieder gleich einen ersten Skill. Der zweite Skill vom Licht ist genauso wie vom Baum. Das Skill erhält 15% Aktionsleiste nach dem gegnerischen Runde, reflektiert 20% vom erhaltenen Schaden an alle Gegner. Wenn Multi-Hit bekommt, also wenn er einen Multi-Hit bekommt, ist die Reflexionsrate sogar um 20% höher. Also wird sie erhöht um 20% mehr. Dann Licht. Letzter Skill, ich denke mal, das ist wieder die passive. Erzeugt eine Rune jedes Mal, wenn du angreifst, bis zu 5 Mal. Jede Rune erhöht deine kritischen Schaden um 30%. Leute, das wird heftig. Da genauso auch erster Skill gleich. Zweiter Skill, greift den Gegner zweimal an. Jeder Angriff klaut einen Buff. Wenn der ist wahrscheinlich, glaube ich, wie beim Feuer oder beim Wasser gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, aber es ist ungefähr der gleiche. Ragnarok dann als letztes, als drittes Skill, konsumiert mindestens eine Rune, um alle Gegner anzugreifen. Für jede zusätzliche Rune triggert eines der folgenden 4 Effekte, bevor er angreift. Erhöht Schaden um 30%, entfernt alle Buffs, gibt einen Nicht-Wiederbeleben Debuff oder 2 Runden Death Down, based on Defense und Speed, also basiert auf Verteidigung und Geschwindigkeit. Ziemlich interessant. Okay, das wird auf jeden Fall ziemlich interessant. Das heißt, wenn er 5 Runen hat, wird er alle 4 Effekte gleichzeitig auch nochmal machen. Und für jeden weiteren halt wird er immer eins davon machen. Ich weiß nicht, ob das random ist oder ob es einfach nach der Reihenfolge passiert. So, und als Passive wahrscheinlich, ja genau. Erzeugt wieder eine Rune jedes Mal, wenn er einen Buff erhält. Bis zu 5. Jede Rune erhöht die Geschwindigkeit um 20. Heftig. So. Kurz einmal schnell durch, damit das Video nicht zu lang wird. Verzeiht's mir. Ich hoffe, ihr habt soweit mitbekommen, aber die Fähigkeiten sind auf jeden Fall ziemlich interessant. Jetzt. Es ist soweit, Leute. Es ist soweit. Vor allem, ich bin sehr, sehr, sehr über das hier. Sowas habe ich mir vorgestellt, dass man zumindest die Möglichkeit hat, wenn neue Elements kommen, wenigstens eine erhöhte Chance, ein Element davon zu bekommen. Und zwar, es wird ein besonderes Event kommen. Das heißt, der Ruf der Kampfseelen. Und das wird von diesen 2 Elements, also diese 2 Monsterfamilien, genau, wird es offen sein für diese 2 Monsterfamilien. Jeder Spieler kann mindestens einen der 9 Elements bekommen und einen Haufen Elerium aus dem Event. Das heißt also, wir werden die Chance haben, entweder einen 4-Star oder einen 5-Star zu bekommen. Vielleicht auch so wie bei Summoners War, mit diesen Special-Rollen, dass man dann in diesem ganzen Loot-Pool eins mit Luck halt bekommt, was auch immer. Nur als Info, wenn das so sein sollte mit so einer Special-Rolle, dann macht das wirklich mit dem Pity. Ne? Versucht den Pity so hoch zu jagen, dass ihr safe 105 bekommt und dann haut ihr diesen Special-Rolle raus. Falls ihr Bock habt, ich werde auf jeden Fall, wenn das Event rauskommt, werde ich Openings machen. Falls ihr Bock habt, auch Opening machen zu wollen, also bei mir, kommt einfach ein Stream. Ich werde auf jeden Fall an dem Tag streamen und werde alle Openings machen, die angefragt werden. Es werden einige dabei sein wahrscheinlich wieder. Also, falls ihr Bock habt, schreibt mir auf Discord oder schreibt mir im Stream irgendwo oder YouTube-Kommentar geht natürlich auch. Schreibt mir auf jeden Fall. So, genau, Special Gift für Jubi und J-Gix, die halt genau das gemacht haben. Die kriegen beide sowohl den Baum-Viking als auch das Lichtdinosaurier, weil sie halt dieses Event gemacht haben und so. Fair, ist okay. Schön für die, nicht für uns. Aber jetzt, Hintergrundskampf, Leute. Endlich. Endlich. Wir sind soweit. Also, wie gesagt, für mich ist es nicht das Wichtigste im Spiel allgemein. Aber ich hoffe damit, dass endlich wieder viele Leute wieder zurückkommen und viele auch Leute endlich mal überhaupt in das Spiel finden. Und zwar wird es endlich den Hintergrundskampf geben. Sogar noch viel besser, als manch andere erwarten oder erwartet haben, besser gesagt. Weil, passt auf,
Das wird ganz normal ein Szenario, also normale Level-Dungeons sein. Verrückter Dungeon, Elemental Dungeon, Abgrund Dungeon und mentale Festung. Also eigentlich alles, was mit PvE zu tun hat. Und jetzt passt auf, also bis auf verrückter Dungeon, verrückter Tunnel. Nee. Verlorener Tunnel. So rum. Pass auf. Diese Kämpfe kann man dann im Hintergrund machen und extra einen Knopf und so weiter und so fort. Genau, während des Kampfes im Hintergrund kann man andere Sachen machen. Ist alles fein. Und jetzt kommt das Geile an diesem neuen Update, Leute. Man kann auch das Spiel schließen und was anderes machen. Das heißt, ihr schließt einfach das Spiel komplett. Es wird trotzdem im Hintergrund gefarmt. Bedeutet, ihr schaltet euren Hintergrundfarm an, schließt die App, macht euer Handy aus, geht, keine Ahnung, geht Sport machen, geht raus spazieren, was auch immer, kommt nach Hause, macht eure App an, Handy, PC, wo auch immer, und dieser Hintergrundskampf wird dann entweder fertig sein oder kurz vorm Ende sein und ihr könnt einfach eure Belohnung abholen und einfach direkt wieder den nächsten starten. That's it. Mega, mega cool. Das heißt, man muss das Spiel nicht mehr offen lassen. Mega cool. Ich wusste, dass sie was machen werden. Die werden kochen und das haben sie jetzt damit gemacht. Ich hoffe, es wird so geil, wie es klingt. Ich hoffe, es wird alles funktionieren. Und dann sind wirklich wahrscheinlich alle endlich happy und wir können endlich so viel fahren, wie wir wollen. Wir können über die Nacht fahren, wenn ihr schlafen geht, 8 Stunden. Ich weiß nicht, wie hoch die Rate sein wird, ob man dann zum Beispiel 30er-Kampf nur machen kann oder ob man unendlich machen kann, so viel Energie man hat. Wissen wir natürlich nicht, aber in dem Fall wird es wahrscheinlich schon in die Richtung gehen, dass man vielleicht einstellen kann, jo, 100er Run, let's go. Ne? Hoffen wir es mal. Vor allem wäre es geil, wenn man dann einstellen kann, jo, automatisch Kristalle verwenden oder man füllt einfach seine Energie, steckt einfach hoch oder Batterie verwenden, irgendwas. Ich hoffe, dass es so wird, weil dann kann man zum Beispiel, wenn man 8 Stunden schläft oder 7 Stunden oder vielleicht auch 6 Stunden, dass man morgens aufsteht, anmacht und bam, ganze Nacht durchgefarmt. Mega, mega geil. Ich freue mich jetzt schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Schreibt in die Kommentare rein, ob ihr gehypt seid, vor allem wegen dem Hintergrundskampf. Falls ihr wollt, dass ich beschwöre für euch, schreibt es in die Kommentare. Ich weiß noch nicht genau, wann das Event, das Update kommt. Ich denke mal, aller spätestens in 2 Wochen. Ich denke sogar eher nächste Woche, also Anfang November. Aber wir werden sehen, also momentan ist noch kein Datum drin. Deswegen, ich habe extra nochmal geschaut. Wird wahrscheinlich morgen bekannt gegeben. Wenn ihr sowieso wach seid, habt ihr das Video direkt hoffentlich in eurem Abo. Außer wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, würde mich freuen. Hilft uns allen, gemeint der deutschen Community auch. Und auch natürlich mir, damit meine Videos mehr gesehen werden. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.